And good morning. Und guten Morgen. Let's talk a little bit more about that slave. Lasst uns noch ein bisschen mehr über diesen Sklaven reden. You know, first of all, he's got the wrong mentality. Also schau, zuallererst hat er diese falsche Mentalität. Secondly, because he always sees himself as a slave. He always has to work, 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 work. Zweitens sieht er sich selbst immer als dieser Sklave. Er muss immer arbeiten, arbeiten, He arbeiten. never has because he never takes, not because the father doesn't give him. Und dann, er hat nie etwas, weil er es sich nimmt, nicht weil der Vater ihm nichts gibt. Aber da gibt es noch andere Probleme. He always feels cheated. Er fühlt sich immer betrogen. You know, always feels like, come on, I deserve more. Er fühlt immer wie, aber wirklich, ich verdiene doch This mehr. is the crazy thing. Und das ist das Verrückte daran. People with a slave mentality always have this feeling like they've been cheated. I've been cheated in life. I've been cheated by circumstances. I've been just cheated. Menschen mit der Sklavenmentalität haben immer dieses Gefühl, dass sie betrogen wurden, betrogen im Leben und durch Umständen, einfach betrogen. Everything is against me. Alles und alle sind gegen mich. No, that's in reality not the truth. Aber nein, in der Realität entspricht das nicht der It's Wahrheit. within you and your heart. Das Problem liegt in dir und in deinem Herzen. There is another terrible problem by approaching God with a slave mentality. Aber da gibt es noch ein anderes schlimmes Problem, wenn man Gott in einer Sklavenmentalität begegnet. People who treat God like this, Menschen, die Gott so behandeln, they are always resentful, sind immer aufgebracht und nachtragend. especially against the people who enjoy the finished work of the cross. Speziell den Menschen gegenüber, die das vollbrachte Werk am Kreuz genießen. Let me tell you something. Ich möchte dir was I sagen. guarantee you, Ich kann dir garantieren, as long as I live, dass solange ich lebe, religious people will hate me. religiöse Menschen mich hassen werden. I guarantee you. Das kann ich dir Does garantieren. not bother me in the least. Aber das stört mich nicht im geringsten. Why will they always hate me? Warum sie mich immer hassen werden? You know, it's not that easy, Reinhard. Weißt du, Reinhard, es ist nicht so No, einfach. it's just like, just take, take, take. Es ist nur wie nehmen, nehmen, nehmen. It's like, just stop asking, huh? Einfach so, ohne zu fragen oder You wie. paid for everything, huh? It's that easy. Jesus hat für alles bezahlt. So einfach ist What es. about this? What about that? What about the other? Aber was ist mit diesem? Was ist mit jenem? Well, Jesus paid it. Nun, Jesus hat dafür bezahlt. Religious people who don't experience the goodness of God, they will always be resentful. Aber religiöse Menschen, die die Güte Gottes nicht erleben, werden immer aufgebracht sein. They'll be mad at God. Sie sind sauer auf Gott. Be mad at the brother and sister. Sie sind sauer auf ihre Brüder und Schwestern. Especially against those who are experiencing the goodness of God. Ganz speziell auf die, die die Güte Gottes erleben. Those who are so full of happiness and joy because of the kindness of God. Und auf die, die aufgrund der Güte Gottes so voll sind von Glück und Freude. Look what the Bible says in verse 28. Schau, was die Bibel im Vers 28 sagt. But it's talking about the older son, Es geht hier um den älteren Sohn, the son with the slave mentality. dem Sohn der But Sklavenmentalität. he was angry and he would not go in. Er wurde aber zornig und wollte nicht hineingehen. Listen, there is a party in your own house and you are mad. Hör zu, da gibt es ein Fest in deinem eigenen Haus und du bist sauer. Something has to be seriously wrong. Etwas muss da gewaltig falsch gelaufen sein, Are angry because there is a party. wenn du zornig bist, weil da ein Fest stattfindet. So the people who have always this resentfulness against other Christians, they usually have a slave mentality. Also die Menschen, die anderen Christen gegenüber immer so aufgebracht sind, haben gewöhnlich eine Sklavenmentalität. You know, if you really understand God as a loving father, Aber wenn du wirklich verstehst, dass Gott ein liebender Vater ist these people stuck in the prison of religion and slave mentality, und du dann diese Menschen siehst, die in Religion und in der Sklavenmentalität gefangen sind, your heart will break for them. dann wird dir das Herz You brechen. will not be resentful even when they get mad at you. Your heart breaks for them. Dann wirst du nicht nachtragend sein, auch wenn sie böse auf dich werden oder gemein mit dir sind. Es wird dir einfach nur das Herz brechen. So if you are resentful against other Christians, check your own heart. Also wenn du anderen Christen gegenüber aufgebracht oder nachtragend bist, überprüfe dein Herz. Maybe you don't have a slave mentality with which you relate to God. Und schau mal, ob du nicht vielleicht eine Sklavenmentalität hast, mit der du dich Gott näherst. God doesn't want you to relate to him that way. Gott möchte nicht, dass du ihm auf diese Art und He Weise wants you to begegnest. understand that he's giving you the spirit of adoption and he's your loving and caring and kind Father. Er möchte, dass du verstehst, dass er dir den Geist der Sohnschaft gegeben hat und dass er dich dein liebender, freundlicher und sich kümmernder Vater ist. There is another side effect. Aber da gibt es noch einen Seiteneffekt. The slave mentality Christian Der Christ mit der Sklavenmentalität
Not only is he resentful, ist nicht nur nachtragend, but he's also very judgmental. er ist auch sehr verurteilend. Look in verse 30. Schau im Vers 30. But as soon as this your son has come, who has devoured your livelihood with harlots, you killed the fatted calf. Da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Habe mit Hurengur durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Do you know what's really interesting? Weißt du, was sehr interessant ist? How did he know that he spent the money with prostitutes? Wie konnte er wissen, dass er sein Geld für Huren ausgegeben hat? See, Jesus never said it. Jesus hat das nie gesagt. It's never told. Es wurde nie erwähnt. It's a judgment that this guy made. Es ist ein Urteil, das dieser Sohn gefällt hat. You know, it's very interesting. I found that Christians who relate to God with a slave mentality, they are always judgmental. Und weißt du, es ist sehr interessant. Ich habe herausgefunden, dass Christen, die sich Gott mit einer Sklaven-Mentalität nähern, immer sehr verurteilend sind. They will judge everybody around them. Sie werden immer jeden um sich herum verurteilen. Are you a judgmental person? Bist du eine verurteilende Person? Ask yourself this sincere question. Stell dir selbst diese ernste Frage. Say, Lord, show me my heart. Sage, Herr, zeige mir mein Herz. And if you're a judgmental person, Und wenn du eine verurteilende Person bist, dann musst du sagen, God, I'm very sorry. Herr, es tut mir so leid. I want to repent from this attitude. Ich möchte von dieser Haltung umkehren. I realized that I have a slave mentality. Ich habe festgestellt, dass ich eine Sklavenmentalität habe. Renounce it and I turn from it. Und ich lasse von ihr los und kehre um. Tomorrow we talk more. Morgen reden wir mehr.